Hallo, heute soll es mal um Rauhnächte gehen und die damit einhergehende Nachdenklichkeit. Es ist draußen dunkel, es ist zwischen den Feiertagen und insofern passt das sehr gut. Die Rauhnächte, die gehen ja normalerweise von der Sonnenwende am 21. Dezember, wenn also die Tage wieder länger werden, bis zum 5. Januar etwa. Und sie sind traditionell damit verbunden, dass also Orakelbefragungen durchgeführt werden, dass geräuchert wird, dass also eine gewisse Stille herrscht und dass ganz allgemein gesehen sich die Leute fragen, was wird die Zukunft bringen. Und dazu sind ja diese Orakelbefragungen auch da, dass man also sich darüber klar wird, was wird geschehen. Ich hatte mal einen Film gemacht, der da hieß Macbeth und diese Weird Sisters, also die hatten ja die Zukunft vorhergesagt und es wurde klar, es wird klar in diesem Stück, inwieweit das, was wir über die Zukunft denken, auch immer etwas ist, was wahr werden kann oder was eine gute Chance hat, wahr zu werden. Und dann ist es natürlich immer die Frage, auf welche Art und Weise, auf eine gute Art und Weise oder wie bei Macbeth auf eine schlechte Art und Weise. Jedenfalls, diese Rauhnächte, die sind eine Zeit der Stille, der Einkehr, des Überlegens, was will man machen, was kann man machen. Und ich wollte an dieser Stelle mal verschiedene Aspekte benennen, die in meinem Leben wichtig war, die ich also hatte. Und ich weiß, dass ich in dieser Zeit zwischen den Feiertagen, wenn also sowieso die Arbeit ruht, wenn man frei hat, wenn da Stille ist, wenn alle in diesem Feiertagsmodus sind, dann kann man also besonders gut darüber nachdenken, wohin die Reise gehen wird im nächsten Jahr. Und es, es ist natürlich nicht nur eine gute Gelegenheit, sondern man wird direkt mit der Nase drauf gestoßen, dass man darüber nachdenkt einfach. Und ich hatte, ich weiß es noch vor mehr als vielleicht 15 Jahren diese Phase und habe mir überlegt, was kann ich denn nur machen und hatte damals den Entschluss gefasst, Bücher zu schreiben und habe damals diese Philosophie entwickelt des Spiritualismus und habe, also und sonst war das so, ich hatte eigentlich den Entschluss gefasst, Bücher zu schreiben und es war meine Absicht, erfolgreiche Bücher zu machen, so wie Tom Sawyer, also von Mark Twain. Das war direkt mein Vorbild, dass ich dachte, so ein Buch müsste man schreiben, das wäre also das ultimativ Beste. Ein Buch, das inspiriert, ein Buch, das voller Humanismus ist, ein Buch, das Abenteuer hat, das also spannend ist, aber auch sehr, sehr lustig ist. Und die Natur kommt darin vor, die Natur von Mississippi, glaube ich, dem Bundesstaat oder Missouri, ich bin nicht ganz sicher, wo das eigentlich spielt. Hannibal am Mississippi war ja der Geburtsort von Mark Twain. Und da ist das also örtlich angesiedelt. Ich bin jetzt aber nicht ganz sicher, an welchem Bundesstaat es ist. Jedenfalls, ein solches Buch wollte ich schreiben. Und ich bin damals also sehr viel gejoggt hier in dem naheliegenden Park und habe darüber nachdenken wollen in einer Art stundenlanger Meditation, was in dem Buch vorkommen könnte. Und alles, worauf ich damals kam, war einfach immer diese Philosophie. Warum kann der Geist Materie bewegen? Wie ist das überhaupt möglich? Und ich weiß noch, das ging ja so viele, viele Tage, ein ganzes Jahr, glaube ich, als ich ein Buch schrieb und dann immer wieder verwarf und dann wieder neu schrieb. Und das war also ein Prozess für mich, wo ich dann später sagte, das war also sehr, sehr wichtig für mich und das begleitet mich ja heute noch. Und ich kann nur sagen, es ging aus von diesem Entschluss, in einer dieser Rauhnächte etwas zu tun, was ich bis dahin nie getan hatte, nämlich einfach meinem inneren Drängen nachzugeben und das mal zu tun, was mich irgendwie überzeugt. Und wie gesagt, der Weg war dann ein ganz anderer, als ich dachte, denn aus dem erfolgreichen Buch wurde nichts. Stattdessen habe ich diese Philosophie entwickelt, die ich trotzdem immer für das Wichtigste in meinem ganzen Leben hielt und die allerdings die Schwierigkeit hat, dass sie
niemand, den ich traf, verstehen konnte. Und nun, im letzten Jahr, kam ich darauf zurück, auch wieder in einer dieser Rauhnächte und hatte die Vorstellung, ich war ein bisschen in einer Sackgasse und hatte die Vorstellung, ich will einige Sachen direkt ändern in meinem Leben und hatte den Entschluss gefasst, zu trainieren. Denn ich fühlte mich irgendwie zu schwer, zu unbeweglich und einiges sollte sich überhaupt ändern. Und ich hatte den Entschluss gefasst zu trainieren und ich hatte in einem Video bei YouTube übrigens gesehen, dass es eine Keto-Diät gibt. Und die Keto-Diät, das muss ich an anderer Stelle mal erklären, worin sie eigentlich besteht, worin der Sinn besteht und so weiter. Und sie geht einher damit, dass man trainieren soll, denn ansonsten würde die Keto-Diät eher dazu führen, dass man Muskelmasse verliert und weniger Fett. Jedenfalls war mir klar, dass dieser Entschluss an einer ziemlich entscheidenden Stelle in meinem Leben etwas zu ändern, zu vielen Weiterungen führen wird. Das tat es ja dann auch. Also ich habe diese Diät gemacht, ich habe schön trainiert und innerhalb relativ kurzer Zeit habe ich glaube, so um die 10 Kilo verloren an Fett, mehr oder weniger. Fett, das man gar nicht sehen kann, so ohne weiteres. Aber es hat zu einem grundlegend anderen Gefühl geführt, körperlich. Ich konnte also mein anderes Training, mein Aikido-Training viel besser machen. Ich fühlte mich leichter, irgendwie unbeschwerter und vieles änderte sich und überhaupt ist meine ganze Ungeduld, was mein Leben betrifft, gewachsen und ich habe zum Beispiel diese Videoserie angefangen, in der ich wieder zurückkam auf den Spiritualismus und das macht also ganz schön viel mit einem, wenn man etwas verfolgt, mit Nachhaltigkeit verfolgt. Also beispielsweise, wenn man solche Videos dreht, dann sieht man sich mit der Zeit ganz anders. Also man wird im Grunde auch ein bisschen toleranter sich selbst gegenüber, denn was man da im Video sieht, ist ja nicht immer nur angenehm. Der erste Eindruck mag manchmal sein, man wünschte, man wäre irgendwie anders. Auf der anderen Seite lernt man auch eine Menge über sich. Man lernt, sich anders auszudrücken, man lernt, bestimmte Sachen zu lassen. Also beispielsweise hatte ich vor einiger Zeit das Problem, dass ich bemerkte in den Videos, dass ich dauernd sage und solche Sachen. Und das kam nicht gut. Ich habe das also selber gesehen in den Videos und habe versucht, es zu vermeiden und kann es heute besser vermeiden als vor 2 Monaten ungefähr. Und das sind also diese Dinge, die dann tatsächlich eintreten, wenn man das immer und immer wieder macht. Und beispielsweise kann ich jetzt solche Videos schneiden. Das geht besser und besser. Ich verstehe die Technik besser. Ich kann mit der Software umgehen und so weiter. Das ist also ein Aspekt. Dann entwickelt sich mein Spiritualismus weiter, denn wie der Spiritualismus ja im Grunde sagt, ist die Welt ein Bewusstsein und sie besteht also aus Bewusstseinszuständen und die Bewusstseinszustände drücken sich in Worten aus. Mit Worten umgehen zu können, ist also etwas, das sehr wichtig ist in dieser Vorstellungswelt. Und insofern entwickelt sich der Spiritualismus weiter, je mehr man es versteht, bestimmte Worte zu benutzen und zu verstehen, was sie bei anderen hervorrufen. Denn es geht ja letzten Endes auch darum, dass ich anderen vermitteln kann, was ich hier überhaupt denke. Das hat es also gemacht, diese Nachdenklichkeit. Und es kam ja dann auch dazu, dass ich aus dem Spiritualismus heraus, der ja von Anfang an, oder nicht von Anfang an eigentlich, aber er sollte nach diesen letzten Überlegungen, die ich dann auch vor einem Jahr hatte, er sollte also dazu führen, dass ich es A besser verbreiten kann, sodass, also in dem Sinn, dass es auch verständlicher ist für Leute. Es nützt mir also nichts, wenn ich für mich selber irgendwelche Gedanken habe, die also sehr, wenn man so will, radikal und weitreichend sind, die ich aber niemandem erklären kann. Beziehungsweise es nützt mir schon etwas, aber es nützt der Welt nichts. Und es sollte aber so sein, dass ich es erklären kann. Und ich wollte es in einer Art und Weise darbieten, dass andere davon Kenntnis erlangen können. Was nicht so ist, wenn man zum Beispiel ein Buch schreibt und es nicht promoten kann oder so. Dann lesen es vielleicht ein paar Leute, aber das kommt weiter nicht an irgendwo. Und
Es ergab sich aus diesem Spiritualismus eben auch der Gedanke, dass der Glaube ganz allgemein gesehen eine Urkraft des Universums ist. Der Glaube an etwas, dass etwas da ist oder dass etwas sein kann und dass du als Element, als Hervorbringer dieses Glaubens die Macht hast, etwas entstehen zu lassen. Und da gibt es zwei, drei Sachen natürlich, die man dabei beachten muss. Es ist eben dieses sich wiederholen, dass du dir nicht zu schade bist, eine Sache wirklich bis zum Exzess durchzuexerzieren. Das ist so ähnlich, als wenn du Sport machst. Wenn du also nicht bereit bist, diese manchmal langweiligen Sachen zu machen dort im Gym, dann wird natürlich langfristig gesehen kein Ergebnis entstehen. Und ganz ähnlich ist es also zum Beispiel mit diesen Videos, wenn man sie nicht dauernd macht, wenn man nicht also einen bestimmten Plan hat, dass man sie, ähm, jetzt auch wieder dieses, dass man sie planmäßig macht und auch nicht davon abweicht und dass man immer zur pünktlichen Zeit die Videos macht. Dann kann man nicht erreichen, dass man eine gewisse Fertigkeit oder Meisterschaft darin entwickelt, sie zu machen. Auf eine bestimmte Art zu machen. Es gibt natürlich viele Arten, solche Videos zu machen. Es gibt Leute, die machen nur Walk and Talks, die gehen draußen rum, machen das direkt mit ihrem Handy und dann laden sie es direkt hoch, vielleicht noch mit einem Abspann versehen oder so. Und andere wieder, die machen das vielleicht wie ich mit so einem Greenscreen und dann gehe ich auch manchmal draußen rum. Jedenfalls, da gibt es viele Möglichkeiten, aber du hast die Möglichkeit, eine bestimmte Art von Videos zu machen oder zwei vielleicht, zwei Arten, in denen du eine Meisterschaft entwickeln kannst. Oder du kannst zum Beispiel sagen, du willst, was auch immer, du willst Architekt werden oder du willst diesen oder jenen Weg einschlagen. Und was du dazu brauchst, ist Routine, was du dazu brauchst, ist Begeisterung. Und dazu sind diese Rauhnächte da, dass du dich befragen kannst, was willst du denn überhaupt machen in deinem Leben? Was willst du erreichen? Was glaubst du, was dich begeistern könnte? Und der Glaube, von dem ich hier immer rede, das ist also ein Glaube nicht an irgendetwas Bestimmtes zunächst, sondern erst einmal könnte der Glaube alles sein. Es könnte der Glaube sein, dass du fit werden kannst. Es kann der Glaube sein, dass du wohlhabend werden kannst. Es kann der Glaube sein, dass du Architekt werden kannst. Es kann der Glaube sein, dass du ein Handwerk lernen kannst. Und Handwerk hat ja jetzt goldenen Boden. Ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt habt, aber es gibt ja kaum noch Leute, die überhaupt irgendwas machen wollen für Geld, sondern die meisten beziehen irgendwie Geld und dann wollen sie es ausgeben. Ich sehe das manchmal im Fitnessstudio, wenn sich die Leute da unterhalten. Es gibt immer weniger Dienstleister und ganz wenige und viele Leute, die Geld ausgeben wollen, zum Beispiel die Rentner und finden niemanden, der das macht. Jedenfalls, man kann also alles Mögliche machen und der Glaube, der wahre Glaube, wie ich es nenne, ist dann das, was dich dazu befähigt, es zu machen. Nicht nur zu sagen, du könntest es machen, sondern es direkt zu tun und immer wieder zu tun. Selbst wenn es manchmal Strecken gibt, wo du sagen würdest, ja, das ist aber ganz schön anstrengend und manchmal ist es auch langweilig, aber du machst es trotzdem, du bleibst dabei. Du findest den wahren Glauben in dieser Routine und diesem immer wieder tun. Und oder wie man es auch ausdrücken könnte, ich sagte das manchmal, etwas einschleifen lassen. Du fängst an mit etwas, was dir leicht fällt. Beispielsweise, ich komme immer auf diesen Sport zurück, weil das so universell ist. Jeder kann es ja machen und es bringt immer was. Du kannst also anfangen damit, dass du eine bestimmte sportliche Routine einfach machst. Sie sollte nicht zu schwer sein. Du bleibst einfach bei einem relativ niedrigen Level erstmal und gewöhnst dich daran, dass du immer zum Gym gehst. Und von diesem Level ausgehend wirst du dich steigern, weil du dich daran gewöhnst, bestimmte Anstrengungen in Kauf zu nehmen, beziehungsweise ich hoffe, dass das dann eintritt bei dir, dass du einen gewissen Ehrgeiz entwickelst. Aber der Ehrgeiz, der muss nicht von Anfang an da sein. Das Wichtige ist, dass du etwas einschleifst und dass die Kerbe immer größer wird, die da entsteht mit der Zeit. Und dass du einfach die Geduld hast, weil die Leute meistens völlig überschätzen, was sie innerhalb kurzer Zeit erreichen können, aber sie unterschätzen total, was sie langfristig erreichen können mit allen möglichen Sachen. Die Voraussetzung ist aber immer, dass du
deine Richtung beibehältst. Und das nenne ich eben den wahren Glauben erlangen an etwas, zum Beispiel an Gott, ja, aber eben auch an diese Ziele, die du dir frei setzen kannst und die mit deinen Grundüberzeugungen immer übereinstimmen müssen. Beispielsweise, wenn du die Überzeugung hast, dass du ökologisch sein willst, dann kannst du nichts machen, was dagegen sich richtet. Du kannst keine Tätigkeit ausüben, die sich dagegen richtet. Oder du kannst, aber wenn du bestimmte Überzeugungen hast, du solltest nichts suchen, was dir zwar zum Beispiel Geld bringt, aber gegen deine Grundüberzeugungen geht, weil das in der Regel zu nichts führt, weil das dazu führt, dass du es am Ende dann wieder lassen wirst, aus Zweifel. Du brauchst aber den wahren Glauben, das ist der springende Punkt dabei. Und du brauchst die Konzentration, die also dazu führt, dass du die Dinge immer wieder tust und dass du dabei bleibst und dass du dich auch darauf konzentrieren kannst, wo die Probleme sind, dann im Einzelnen, im ganz Einzelnen. Also wenn man zum Beispiel zum Gym geht, dass man sagt, man weiß dann einfach irgendwann, welche Geräte man benutzt, was man genau machen muss. Vieles klärt sich. Übertriebener Ehrgeiz, den man vielleicht am Anfang hatte und der dann darin endet, dass du Gelenkschmerzen bekommst, weil du einfach zu viel Gewichte nimmst. Das klärt sich, indem du vorsichtiger bist mit deinem Körper, indem dir klar wird, dass dieses Übertriebene auch dazu führen kann, dass du Dinge kaputt machst und was dann wiederum dazu führt, dass du nicht trainieren kannst. Oder wenn du zum Beispiel solche Videos hier machst, dann musst du natürlich mit der Zeit lernen, diese Software zu benutzen. Und da gibt es ganz viele Einzelfragen, die niemals in einem Crashkurs zu klären sind, sondern die werden dir klar und klarer, wenn du das Ding jeden Tag benutzt und wenn du dann irgendwann dich ransetzt und das geht wie geschmiert. Du machst deine Einstellungen, du weißt, wo die Einstellungen zu finden sind und du kannst also mit einer großen Routine das alles machen. Ich habe übrigens hier immer so ein Kreuz zum Beispiel als Anhänger dabei. Das ist für mich der, ähm, ein Symbol für den wahren Glauben, denn es geht also weniger um eine Religion, sondern es geht darum, dass dieses Kreuz dafür steht, dass die Religion des Christentums damals ja die Welt eroberte, als dieses Keltenkreuz quasi als Symbol entstand. Es ist die Verbindung von einem heidnischen Symbol, dem Kreis, oder man könnte auch sagen okkulten Symbol, der Kreis, mit einem Christenkreuz. Und es war ja damals, ich glaube, so vielleicht um 600 nach Christus, als das Christentum also auch die Kelten erreichte, die keltische Bevölkerung in dem heutigen Großbritannien. Und damals hatte das Christentum große Kraft und verbreitete sich überall. Und es war noch nicht so wie heute, wenn also quasi das Christentum so beliebig ist. Deshalb ist also dieses Kreuz für mich mehr ein Zeichen für Glauben und dass der Glaube alles bewegen kann, alles erreichen kann. Und also der Kreis darin übrigens, der bedeutet zum Beispiel Gott. Der Kreis kann Gott bedeuten, es kann auch bedeuten ein Zyklus, so wie ein Zyklus von geboren werden, leben und dann sterben und dann wieder geboren werden, leben und sterben. Ein ewiger Zyklus, oder das Werden und Entstehen überhaupt. Oder man denke an den Kreis als die Sonne. Ein sehr, 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 sehr verbreitetes Symbol. Oder man denke an den Kreis von Yin und Yang. Ein sehr universelles Symbol. Und deshalb ist es, ich weiß nicht, mein Rat, ist das mein Rat? Es ist auf jeden Fall eine gute Idee, in diesen Tagen darüber nachzudenken, was man machen will. Und dann gibt es natürlich zwei, drei Sachen, die man bei der Umsetzung bedenken muss, denn wir kennen das ja, dass ganz viele Leute dann sich alles Mögliche vornehmen fürs nächste Jahr und letzten Endes sind sie wieder in ihrer Routine gefangen, die dazu führt, dass sich gar nichts ändert. Darüber wird zu sprechen sein, aber die grundsätzlichen Überlegungen anzustellen, was will man überhaupt, wohin geht die Reise,
Es ist eine sehr wichtige Sache. Und das wollte ich an dieser frühen Stunde einmal darlegen und ich hoffe, dass es euch nach den Feiertagen gut geht, also ich meine nach den Weihnachtsfeiertagen gut geht und wir werden sehen, wohin die Reise noch geht. Ich danke euch fürs Zusehen. Bitte betätigt die Glocke und abonniert, wenn ihr Lust habt. Bis dann. Tschüss. I can take your anger, baby. I can hold your pain. In a night full of thunder and sideways rain.